Die Sonne hielt inne, wenn sie ihr Gesicht traf. Das hatte man ihr erzählt, seit sie denken konnte. Die Hofleute sagten es mit einem Lächeln, und der König nickte dazu, als wäre es eine angenehme Tatsache, wie der Preis eines guten Pferdes. Die Prinzessin hatte gelernt, zurückzulächeln, stillzuhalten, sich nicht zu bewegen, während die Blicke über sie fuhren wie Hände über eine Ware. Wenn die Mittagshitze den Schlosshof in bleierne Stille tauchte und die Hofleute in den Schatten flohen, schlüpfte sie fort. Der Wald nahm sie auf wie immer, ohne Erwartung, ohne Urteil. Die Bäume standen so dicht, dass die Luft unter ihren Kronen stehen blieb. Kühl, schwer, mit dem Geruch von feuchter Erde und etwas Süßlichem, das bereits verrottete. Kein angenehmer Geruch, aber ein ehrlicher. Sie kannte den Weg auswendig. Links an der alten Eiche, deren Stamm sich irgendwann gespalten hatte und nie wieder zusammengewachsen war. Geradeaus, wo das Wurzelgeflecht den Pfad aufbrach. Dann der Abstieg, kaum sichtbar, wenn man nicht wusste, wohin man treten musste. Und dann die Linde. So alt, dass ihre untersten Äste am Boden entlang lagen, grau und schwer wie die Arme eines Schlafenden. Darunter der Brunnen, aus grauem Stein, überwachsen mit Moos, das sich kalt und feucht anfühlte. Aus der Tiefe stieg ein Atem auf, alt und kühl, ohne Jahreszeit. Sie setzte sich an den Rand. Die Kälte kam sofort, kroch gegen ihre erhitzten Beine, wickelte sich um die Knöchel. Sie lehnte sich vor und sah hinab. Schwarz, tief, kein Boden. Sie hatte einmal einen Stein hineingeworfen, um zu hören, wie lange er fiel. Das Geräusch hatte sich nicht zurückgemeldet. Hier war sie nicht die Jüngste, nicht die Schönste, nicht diejenige, bei der die Sonne innehielt. Hier war sie einfach jemand, der saß. Die goldene Kugel lag schwer in ihrer Tasche. Sie zog sie heraus, ließ sie einen Moment in den Handflächen ruhen. Ihre Mutter hatte sie ihr gegeben. Damals, als sie noch klein genug gewesen war, um auf ihrem Schoß zu sitzen. Damit du weißt, dass etwas von mir immer bei dir bleibt, hatte sie gesagt. Die Prinzessin erinnerte sich nicht mehr an die Stimme, nur an diesen einen Satz und an die Wärme der Hände, die die Kugel in ihre gelegt hatten. Die Goldkugel war glatt, ohne eine einzige Kerbe. Sie warf sie in die Luft, hoch, höher als nötig. Die Kugel schoss ins Grün der Linde, verschwand im Schatten, tauchte wieder auf. Sie fing sie, warf erneut. Jedes Mal etwas höher, bis sie selbst nicht mehr sicher war, ob ihre Hände rechtzeitig dort sein würden, wo die Kugel landen würde. Das war das Spiel, nicht das Fangen, das Warten. Die halbe Sekunde, in der alles offen war und sie aufgehört hatte, die Prinzessin zu sein, die stillhält. In der sie nichts anderes war als zwei Hände, die bereit waren. Irgendwo tief im Wald rief ein Vogel, einmal, dann Stille. Sie warf. Die Kugel stieg. Ihre Handfläche hob sich. Zu früh. Sie merkte es in dem Moment, wo sie es nicht mehr korrigieren konnte. Die Kugel verfehlte ihre Hand um einen Finger breit. Der Aufprall auf der Erde kam scharf. Ein heller Klang, der zu lang nachhallte. Dann das Rollen, zielstrebig, als wüsste die Kugel wohin. Ein letztes Aufblitzen im fahlen Licht und das Wasser schluckte sie. Ein leises Platschen. Dann Stille. Die Prinzessin starrte auf das Wasser. Glatt, schwarz, keine Ringe mehr. Sie wartete. Auf was, war ihr selbst nicht klar. Die Stille des Brunnens antwortete nicht. Nur die Kälte, die aus der Tiefe aufstieg, gleichgültig wie immer. Da fing sie an zu weinen. Erst leise, kaum mehr als ein rasches Atmen. Dann brach es aus ihr, größer als der Verlust einer goldenen Kugel hätte rechtfertigen können. Aber es war ja nicht nur die Kugel. Es war das Einzige, was sie noch von ihr hatte. Und sie hatte es weggeworfen, wie immer,
höher als nötig, weil sie die Kontrolle für eine halbe Sekunde nicht hatte aushalten können. Sie wusste das selbst, und dieser Gedanke machte es schlimmer. Tränen liefen heiß über ihr Gesicht, salzig auf den Lippen. Die Laute, die sie ausstieß, kamen fremd aus ihr heraus, hallten zwischen den Stämmen wider und wurden von der Stille verschluckt. »Was hast du, Königstochter?« Die Stimme kam aus dem Brunnen. Sie erstarrte. Das Weinen blieb ihr in der Kehle stecken. Eine Stille dehnte sich aus, in der sie nichts tat als existieren. Kein Denken, kein Atmen, nur das Pochen in den Ohren. »Du schreist ja, dass sich ein Stein erbarmen möchte.« Langsam hob sie den Kopf. Aus dem dunklen Wasser ragte ein Kopf. Dick, hässlich, die Haut grünlich und feucht im fahlen Licht, das durch die Linde fiel. Die Augen wölbten sich kugelig hervor, zu groß für den Leib, und glänzten, nicht wie Tieraugen, sondern wie etwas, das entschieden hatte, sie ganz genau zu beobachten. »Ach, du bist's«, sagte sie. Ihre Stimme zitterte noch vom Weinen. »Alter Wasserpatscher!« Ruhe. Der Frosch bewegte sich nicht. Das Wasser um ihn kräuselte sich kaum. »Ich weine über meine goldene Kugel«, sagte sie, »die mir in den Brunnen gefallen ist. Ich weiß, 2 Worte, ohne Überraschung, als hätte er es kommen sehen. »Weine nicht«, sagte er dann, »ich kann dir helfen.« Seine Zunge schnellte kurz hervor, rosa und feucht. »Aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielzeug wieder heraushole?« Der Wald war sehr still. »Was du haben willst.« Die Tränen trockneten auf ihrer Haut, zogen sie straff. »Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine.« Sie zog die goldene Krone vom Kopf, hielt sie ihm hin. Auch die. Er betrachtete sie, ließ die Stille wachsen, bis sie unangenehm wurde. »Die mag ich nicht.« Ihre Hand mit der Krone sank. »Aber«, fuhr er fort, und seine Stimme wurde langsamer, als koste er die Wörter einzeln aus. »Wenn du mich lieb haben willst, wirklich lieb, als Freund, als Gesellen.« Das Wasser um ihn rührte sich nicht. »An deinem Tischlein neben dir sitzen. Eine Pause. Von deinem goldenen Tellerlein essen.« Wieder eine Pause, länger diesmal. »Aus deinem Becherlein trinken, denselben Rand, den deine Lippen berühren.« Kälte kroch ihr den Rücken hoch, die nichts mit dem Brunnen zu tun hatte. »In deinem Bettlein schlafen, die ganze Nacht, neben dir.« Er wartete. Das Wasser tropfte von seiner schleimigen Haut, gleichmäßig, geduldig. »Wenn du mir das versprichst, alles davon, dann hole ich deine Kugel herauf.« Die Stille, die folgte, war schwerer als die davor. Ihre Finger schlossen sich um die Krone, das Metall warm, vertraut. »Ja«, sagte sie. Das Wort rutschte zu leicht über die Lippen. »Was du willst, wenn du mir nur die Kugel wiederbringst.« Und während sie es sagte, wusste sie genau, was sie tat. Kein Irrtum, kein Missverständnis. Irgendwo hinter ihren Augen formte sich der Gedanke klar und kühl. Ein Tier bleibt ein Tier. Was ich einem Frosch verspreche, gilt nicht. Der Frosch tauchte unter, ohne ein weiteres Wort. Das Wasser schloss sich über ihm, dunkel, glatt, keine Blasen, keine Spur. Sie wartete. Die Sekunden dehnten sich, dann eine Bewegung in der Tiefe. Etwas Helles, das langsam aufstieg. Er kam herauf, gleichmäßig, ohne Eile. Im Maul trug er die goldene Kugel, matt glänzend zwischen seinen Kiefern, beschmiert mit schwarzem Schlamm aus der Tiefe. Er schwamm ans Ufer, kroch heraus, ließ die Kugel fallen. Sie rollte ins Gras, hinterließ eine dunkle, feuchte Spur im Moos. Die Prinzessin hob sie auf. Die Goldkugel war kalt. Sie roch nach Moder, nach Brunnen, nach Tiefe, nach allem, was dort unten lag, wo kein Licht hinkam. Kurz hielt sie inne, presste die Kugel an die Brust, spürte die Kälte durch den Stoff. »Damit du weißt, dass etwas von mir immer bei dir bleibt.« Sie lief bereits. »Warte, nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du.«
Das Quaken hallte durch den Wald, brach sich an den Stämmen, wurde lauter, verzweifelter. Sie hörte jeden Laut und drehte sich nicht um. Ihre Füße fanden den Weg zurück, ohne nachzudenken. Links, geradeaus, den Aufstieg, die Eiche, das Schloss. Als sie die Schwelle überquerte und der kühle Stein unter ihren Sohlen war, ließ sie die Erinnerung los. Nicht schwer, erschreckend leicht. Irgendwo hinter ihr stieg der Frosch wieder in seinen Brunnen hinab. Am Abend, als die Kerzen im großen Saal brannten und das Abendessen dampfte, saß sie an ihrem gewohnten Platz und aß. Die Kugel lag in ihrer Kammer, auf dem Fensterbrett, sauber gewischt. Sie glänzte wieder, als wäre nichts gewesen. Die Prinzessin hatte sie dort abgelegt und war nicht zurückgekehrt, um sie zu holen. Das Gespräch am Tisch floss um sie herum, Stimmen, die sich überlagerten, Lachen, Gläserklirren. Ihr Vater erzählte irgendetwas und die Hofleute lachten an den richtigen Stellen. Alles war wie immer. Sie dachte nicht daran, dass tief im Wald ein Frosch am Rand seines Brunnens saß und wartete. Am nächsten Tag saßen sie zu Tisch, der König und seine Töchter und alle Hofleute. Das Sonnenlicht lag breit auf dem Marmorboden, das Essen roch nach gebratener Butter und frischem Brot. Normal, sicher. Da kam es. Zuerst kaum zu hören, unter dem Stimmengewirr. Ein feuchtes Schleppen auf Stein, tief unten auf der Treppe. Sie hörte es trotzdem, mitten in einem Satz. Ein Wort, das sie vergaß. Ein Bissen, der ihr im Mund stehen blieb. Näher. Die Hofleute sprachen, der König lachte. Niemand hörte es außer ihr. Oben auf der Treppe jetzt. Dann Stille, dann klopfte es an die Tür. Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Die Stimme, die Glätte. Sie kannte sie sofort, als hätte sie nie aufgehört, sie zu kennen. Sie stand auf. Ihre Stuhllehne schabte über den Marmor, zu laut. Die Hofleute sahen auf. Sie überquerte den Saal, ihre Schritte gleichmäßig, zu gleichmäßig, als müsste sie sich beim Gehen konzentrieren. Sie öffnete die Tür. Der Frosch saß davor. Seine feuchten Augen fingen das Kerzenlicht auf. Er wartete, ohne Ungeduld, als hätte er die ganze Zeit gewusst, dass sie öffnen würde. Sie warf die Tür zu. Das Holz krachte ins Schloss. Sie lehnte sich kurz dagegen, eine Hand flach auf dem Holz und stand dann wieder an ihrem Platz, bevor irgendjemandem auffiel, wie lange sie weggeblieben war. Ihr Herz klopfte zu laut, zu hoch. Ihr Vater legte das Messer beiseite. »Mein Kind.« Seine Stimme ruhig, aber die Augen auf sie gerichtet. »Was fürchtest du dich? Steht etwa ein Riese vor der Tür?« »Kein Riese.« Ihre Stimme kam zu dünn. »Ein Frosch.« Das Gemurmel der Hofleute erstarb. »Was will ein Frosch von dir?« Sie starrte auf ihren Teller. Das Essen war kalt geworden. »Gestern«, sagte sie, »am Brunnen, meine Kugel ist hineingefallen. Und er hat sie herausgeholt. Ich habe ihm dafür versprochen.« Sie stockte. »Ich habe es nicht ernst gemeint. Ich habe es gesagt, weil ich wusste, dass er es glauben würde.« »Was hast du versprochen?« Die Stille im Saal war vollständig. »Dass er mein Geselle sein darf, dass er mit mir isst, schläft und trinkt.« Jedes Wort schwerer als das vorherige. »Ich dachte, er kommt nie aus seinem Brunnen heraus.« Da klopfte es zum zweiten Mal. »Königstochter, Jüngste, mach mir auf. Weißt du nicht mehr, was du gestern zu mir gesagt hast bei dem kühlen Brunnenwasser? Königstochter, Jüngste, mach mir auf.« Die Stimme drang durchs Holz, klar und gleichmäßig, ohne Vorwurf. Ihr Vater faltete die Hände auf dem Tisch. »Geh und mach ihm auf.« »Ich kann nicht.« »Du kannst.« »Vater.« Sie hob den Kopf. »Er ist ein Frosch. Das war kein echtes Versprechen. Ich war verzweifelt. Ich wollte nur meine Kugel zurück. Ich weiß, was du wolltest.« Er sah sie an, und sein Blick war nicht kalt,
Nicht grausam, nur fest, auf eine Art, die schlimmer war als beides. Das ändert nichts. Es war eine Lüge, sagte sie. Das Wort lag zwischen ihnen. Eine lange Pause. Ja, sagte er schließlich, das war es. Und dann, ohne die Stimme zu heben, deshalb musst du es jetzt halten. Sie öffnete den Mund. Wenn wir nur die Versprechen halten, die uns nichts kosten, fuhr er fort, dann sind es keine Versprechen, dann sind es nur Worte. Die Hofleute rührten sich nicht, kein Gläserklirren, kein Raunen. Ich habe Angst, sagte sie, ich weiß. Er sah sie an, und für einen Herzschlag lang war er nicht der König, nur ein Vater, der seiner Tochter wehtun musste, auch wenn er es nicht gerne tat. Geh! Sie stand auf. Nicht, weil sie wollte, nicht, weil sie ihm Recht gab, sondern weil sie verstand, dass es keinen Weg gab. Nicht durch ihn, nicht durch Tränen, nicht durch Argumente. Der einzige Ausweg führte durch die Tür. Bevor sie die Klinke fasste, hörte sie ihn noch einmal flüstern, kaum hörbar, nur für sie. Du bist stärker, als du denkst. Sie drehte sich nicht um, aber der Satz blieb, saß irgendwo zwischen den Rippen, an einem Ort, den sie nicht benennen konnte. Sie hatte diesen Satz schon einmal gehört. Oder sie hatte ihn sich so oft gewünscht, dass sie nicht mehr sicher war, ob er wirklich neu war. Aber ihre Hand zitterte etwas weniger, als sie öffnete. Der Frosch hüpfte herein, ohne zu zögern, als hätte er genau gewusst, was hinter dieser Tür auf ihn wartete. Er folgte ihr über den ganzen Saal. Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Der Klang seiner feuchten Haut auf dem Marmor hinter ihr, gleichmäßig, unaufhaltsam. Die Hofleute wichen zurück, Gesichter abgewandt. Niemand sagte ein Wort. Sie setzte sich. Er saß vor ihr auf dem Boden und sah hinauf. »Heb mich herauf!« Ihre Hände lagen flach auf dem Tisch. Das Holz war fest, warm, real. »Heb mich herauf zu dir!« Der König räusperte sich. Sie streckte die Hände aus. Ihre Finger schlossen sich um den Frosch. Kalt, so kalt, die Haut nachgiebig und feucht und rutschig unter ihrem Griff. Etwas Lebendes, das wartete. Sie hob ihn auf den Stuhl, zog die Hände zurück und wischte sie an ihrem Kleid ab. Langsam, damit es niemand bemerkte. Das Gefühl blieb. Er saß neben ihr, zu nah. »Nun schieb mir dein Tellerlein näher.« Sie schob es. Ihre Bewegungen mechanisch, gleichmäßig, als kämen sie von jemand anderem. Der Frosch aß. Seine Zunge schoss hervor, klebrig und schnell, leckte den goldenen Rand. Er schmatzte, kaute. Bei jedem Bissen hinterließ er eine feuchte Spur auf dem Teller. Ihr Essen schmeckte nach Asche. Über den Tisch hinweg trafen sich die Blicke der Hofleute und glitten sofort wieder weg. Niemand half, niemand fragte. Die Welt des Schlosses hatte sich entschieden, dass dies nicht existierte. Endlich lehnte er sich zurück. »Ich habe mich satt gegessen. Nun trag mich in dein Zimmer.« Sie stand auf. Zahlen waren sicherer als Gedanken. Das hatte sie irgendwann gelernt, ohne zu wissen wann. 23 Stufen bis zu ihrer Kammer. Sie zählte sie. Sie trug ihn mit 2 Fingern. Nur 2. Mehr brachte sie nicht über sich. Seine Haut klebte an ihren Fingerkuppen, kühl und nachgiebig. Sie hielt den Arm weit von sich gestreckt, die Kerze in der anderen Hand und stieg die Treppe hoch. In ihrer Kammer setzte sie ihn in die entfernteste Ecke, dort, wo der Schatten am tiefsten war, weit vom Bett, so weit wie der Raum erlaubte. Sie legte sich hin, die Decke bis zum Kinn gezogen, die Augen offen. Die Kerze auf dem Tisch brannte herunter, wurde kleiner, kleiner. Vielleicht würde er schlafen, vielleicht würde er vergessen. Dann hörte sie es. Ein Kratzen, ein Scharren, das feuchte Geräusch von etwas,
das sich über Holzboden bewegt. Er kam aus der Ecke. »Ich bin müde.« Die Stimme aus der Dunkelheit, näher als sie erwartet hatte. Ihr Herzschlag hämmerte, ein dumpfes, gleichmäßiges Pochen in den Ohren. »Ich will schlafen so gut wie du.« Sie rührte sich nicht. »Heb mich herauf!« Schweigen. »Oder ich sag's deinem Vater.« Das Pochen in ihren Ohren wurde lauter. Sie wusste, er würde es tun. Und ihr Vater würde sie zurückschicken, ohne zu zögern. Da wurde etwas in ihr bitterböse. Nicht langsam, nicht aufgebaut. Es war einfach da, heiß und blind, brannte durch die Angst hindurch wie ein Funken durch trockenes Gras. Sie riss die Decke weg, sprang aus dem Bett, packte ihn, nicht mit 2 Fingern, nicht zögernd, und warf ihn aus allen Kräften gegen die Wand. Der Aufprall kam dumpf und nass. Sie stand da, die Hände noch ausgestreckt, die Brust sich hebend und senkend. Die Stille des Raumes legte sich über alles. Ihr Herzschlag war noch da, aber anders, nicht mehr das gehetzte Hämmern von vorhin. Etwas hatte sich verändert, in ihr, in diesem Moment. Sie hatte nicht stillgehalten. Sie hatte sich nicht gefügt. Zum ersten Mal seit dem Brunnen war sie einfach sie selbst gewesen. Nichts anderes. Niemandes Tochter, niemandes Prinzessin. Nur jemand, der genug hatte. Stille. Sie wartete auf ein Geräusch, ein Quaken, eine Bewegung. Nichts kam. Ein Gedanke formte sich, kalt und scharf. Ich habe ihn getötet. Sie hatte ihn aus allen Kräften geworfen, und jetzt war es still, und sie wusste nicht, was das bedeutete. Die Kerze flackerte, ohne dass ein Luftzug im Raum war. Das Licht veränderte sich, nicht heller, nicht wärmer, sondern seltsam, bläulich blass, wie Mondlicht, das keine Fenster brauchte. Die Schatten zogen sich zurück. Wo der Frosch gelegen hatte, erhob sich eine Gestalt, langsam, schwerfällig, als müsse der Körper sich an das Aufrechtstehen erinnern. Gliedmaßen, die sich streckten, Hände, die sich öffneten und schlossen, einmal, zweimal, als prüften sie sich selbst. Eine Gestalt, die Konturen gewann, Schultern, einen Hals, ein Gesicht. Er stand, ein junger Mann. Blasse Haut im flackernden Licht, die Züge fein geschnitten, die Augen dunkel und wach. Er war nicht so, wie sie sich einen Prinzen vorgestellt hätte. Nicht strahlend hell, nicht makellos. Er sah aus wie jemand, der sehr lange irgendwo gewesen war, wo kein Licht hinkam. Einen Moment lang standen sie einander an und sahen sich an. »Hab keine Angst«, sagte er. Seine Stimme, dieselbe, glatter als erwartet, zu ruhig. Sie erkannte sie sofort. Ich war verwünscht. Er sprach ohne Dramatik, fast sachlich, als berichte er über etwas, das einem anderen passiert war. Von einer Hexe. Niemand konnte mich aus dem Brunnen erlösen außer dir. Sie sagte nichts. Ihr Kopf war zu voll. Zu viele Dinge auf einmal, die keinen Platz fanden. Eben noch Frosch, jetzt fremder Mann. Eben noch ihr Zimmer, jetzt irgendwo anders, in einer Geschichte, die sie nicht gekannt hatte. Morgen, fuhr er fort, werden wir zusammen in mein Reich fahren. Zusammen. Das Wort landete schwer. Sie nickte. Nicht aus Freude. Aus Erschöpfung, aus dem einfachen Mangel an einer anderen Antwort. Sie war zu müde für Wut, zu leer für Angst. Irgendwo jenseits dieser Erschöpfung wartete etwas, eine Frage, die sie noch nicht stellen konnte. Sie legte sich ins Bett. Er tat dasselbe, auf der anderen Seite mit einem Abstand, den er ohne Worte beibehielt. Die Kerze erlosch. Sie schlief nicht. Sein Atem kam ruhig neben ihr, gleichmäßig, als wäre dies das Natürlichste der Welt. Sie starrte in die Decke, die Hände flach auf der Decke, und lauschte auf jedes kleine Geräusch des Schlosses. »Du schläfst nicht«, sagte er in die Dunkelheit. Es war keine Frage. »Ich auch nicht.« Eine Pause.
Ich habe in 3 Jahren nicht wirklich geschlafen. 3 Jahre. Sie wollte die Zahl nicht hören. Sie ließ sie trotzdem wirken. Frösche schlafen anders, fuhr er fort. Fast beiläufig, als spräche er mit sich selbst. Man sinkt in die Kälte, in die Stille. Es ist kein Schlafen, eher ein Verschwinden. Sie schwieg. Das Schlimmste war nicht die Kälte. Er machte eine Pause. Auch nicht die Dunkelheit. Das Schlimmste war, wenn jemand ans Wasser kam. Ihr Atem verlangsamte sich. Ein Kind manchmal oder ein Knecht, der Wasser holte. Er brach kurz ab. Du weißt, wie sie mich angesehen haben. Der Ekel. Sie wusste es und schwieg. Ich war es nicht gewohnt. Seine Stimme ohne Selbstmitleid, sachlich wie vorhin. Vorher haben die Menschen mich anders angesehen. Bewunderung, sagte sie, bevor sie es verhindern konnte. Ja, er klang nicht triumphierend, eher erleichtert, dass sie gesprochen hatte. Ich war es gewohnt, Adasch, dass die Menschen sich freuten, wenn ich den Raum betrat. Eine kurze Pause. Die Hexe wusste das. Sie wusste genau, was ihr Fluch bedeuten würde. Warum hat sie es getan? Er antwortete nicht sofort. Die Dunkelheit lag still zwischen ihnen. Weil ich arrogant war. Die Worte kamen nüchtern, ohne Entschuldigung. Eine Tatsache, die er aufgehört hatte zu beschönigen. Ich habe ihr das Gefühl gegeben, unsichtbar zu sein. Nicht aus Bosheit, das ist vielleicht das Schlimmste. Einfach, weil sie mir nicht wichtig genug war, um überhaupt grausam zu ihr zu sein. Sie dachte an den Brunnen, an seine Augen, die sie angestarrt hatten. Wartend, wissend. Du hast mir auch das Gefühl gegeben, unsichtbar zu sein, sagte er leise, als du weggelaufen bist. Ihr Mund öffnete sich, schloss sich. Ich verstehe es, fügte er hinzu. Ich verstehe es besser, als du denkst. Eine lange Stille. Irgendwo draußen rief ein Nachtvogel. Einmal, dann nichts mehr. Wie lange wusstest du, dass ich es bin? Fragte sie schließlich. Die Richtige. Vom ersten Moment. Warum ich? Er schwieg einen Moment. Sie spürte, dass er nach einer ehrlichen Antwort suchte. Ich weiß es nicht genau, sagte er. Aber ich glaube, du warst die Einzige, die jeden Tag allein ans Wasser kam. Die Einzige, die überhaupt zugehört hat, auch wenn sie nicht zuhören wollte. Sie dachte an die Kugel, an das Werfen und Warten, an die Unruhe ohne Namen. Sie sagte nichts mehr, aber die Decke, die sie die ganze Nacht festgehalten hatte, lockerte sich ein wenig. Nur ein wenig, aber es war ein Anfang. Die Sonne weckte sie zu früh, zu hell. Draußen ertönte ein Hufschlag, das Klirren von Ketten, Räder auf Kopfstein. Sie trat ans Fenster. Der Wagen im Hof war prachtvoll. 8 weiße Pferde mit Straußfedern in goldenen Ketten geführt. Aber sie sah das alles kaum. Ihr Blick fiel auf den Mann, der hinten auf dem Wagen stand. Er war groß, breitschultrig, die Hände auf dem Wagenrand, sein Gesicht bleich, die Augen tief in ihren Höhlen. Das Gesicht eines Mannes, der sehr lange auf etwas gewartet hatte, das vielleicht nie kommen würde. Heinrich, der Diener ihres zukünftigen Gemahls. Das wusste sie, ohne gefragt zu haben. Dann sah er den Prinzen, der aus dem Schloss trat. Es war nur ein Moment. Bevor Heinrich seine Miene wieder unter Kontrolle hatte, war es da. Ein Riss in einer langen Mauer, ein Aufbrechen, das er sich 3 Jahre lang nicht erlaubt hatte. Sein Mund bewegte sich ohne Laut. Seine Augen füllten sich mit Tränen, die er nicht vergoss. Er trat vor, öffnete die Wagentür, half dem Prinzen hinein. Ihre Hände berührten sich kurz, und Heinrich schloss die seinen darum, fest, als müsse er sich überzeugen, dass der Prinz aus Fleisch und Blut war und nicht aus einem Traum. Herr, sagte er nur, rauh, als hätte er die Stimme lange nicht benutzt. Heinrich, antwortete der Prinz leise.
Mehr brauchte es nicht. Die Prinzessin ging allein aus dem Schloss. Niemand beachtete sie in diesem Moment. Sie war froh darum. Sie stand etwas abseits und beobachtete, wie Heinrich sich wieder gefasst hatte, wie er gerade stand, die Pferde übergab, den Prinzen, der ihm zusah, mit einem Blick, den sie neu an ihm entdeckte, ohne jede Arroganz. Sie beobachtete die beiden und spürte etwas in sich, das sie nicht benennen konnte. Kein Neid, etwas Ruhigeres, einen Hunger nach etwas, das sie nie gehabt hatte und für das sie noch nicht einmal einen Namen wusste. Sie stiegen in den Wagen. Heinrich nahm seinen Platz hinten ein. Die Pferde zogen an. Sie fuhren durch den Wald. Die Bäume schlossen sich über ihnen, Licht fiel in schmalen Streifen. Der Prinz saß ihr gegenüber und schwieg, aber es war kein unruhiges Schweigen mehr. Dann laut, metallisch, wie ein Schwert, das bricht. Der Wagen zitterte. »Heinrich!« Der Prinz drehte sich um, Sorge in der Stimme. »Der Wagen bricht!« »Nein, Herr, der Wagen nicht!« Heinrichs Stimme fest, aber mit einem Beben darin, das man spürte bis in die Brust. »Es ist eine Kette von meinem Herzen, die ich mir anlegen ließ, als ihr in dem Brunnen saßt und ich nicht wusste, ob dieser Tag jemals kommen würde.« Die Prinzessin erstarrte. Eine Kette um das Herz. 3 Jahre lang jeden Morgen aufwachen und wissen, dass der Mensch, den man am meisten liebte, irgendwo in der Dunkelheit eines fremden Brunnens saß. Nicht wissen, ob er litt, nicht wissen, ob jemand kommen würde. Trotzdem weitermachen, die Stellung halten, warten. Sie fuhren weiter. Die Bäume wurden lichter. Krach, die zweite Kette. »Heinrich, der Wagen bricht!« »Nein, Herr, es ist die zweite Kette. Ich habe sie getragen, weil ich nicht wusste, wer euch erlösen würde. Ob überhaupt jemand kommen würde.« Sie hatte nie daran gedacht, dass es auch hätte anders ausgehen können, dass sie hätte weglaufen können und der Frosch in seinem Brunnen geblieben wäre. Für immer. So viele kleine Momente, die alle hätten kippen können. Der Prinz sah sie an. »Du wusstest es nicht«, sagte er leise. »Du konntest es nicht wissen.« »Nein!« Sie hielt seinem Blick stand. »Ich wusste es nicht.« Für einen Moment blieb die Zeit stehen. Der Wagen schaukelte sanft. »Ich habe das Versprechen leichtfertig gegeben«, sagte sie. »Ich dachte, es gilt nicht. Ich weiß.« Das war falsch. »Ja«, keine Bitterkeit in seiner Stimme. »Aber du hast es trotzdem gehalten.« »Nicht gut.« Ein kurzes, echtes Lachen. Überraschend, als hätte er selbst nicht damit gerechnet. »Nein, nicht gut.« Sie sah ihn an. Er lachte noch immer, leise, und zum ersten Mal sah sie ihn wirklich. Nicht den Frosch, nicht den fremden Mann im Bett. Jemanden, der 3 Jahre in der Dunkelheit gesessen hatte und trotzdem noch lachen konnte. Krach, die dritte Kette. Das Geräusch hallte zwischen den Bäumen nach, langsam verhallend, bis die Stille des Waldes es ganz verschluckt hatte. »Nein, Herr«, kam Heinrichs Stimme, und darin lag jetzt etwas, das sich fast wie Aufatmen anhörte. »Es ist die letzte Kette. Sie ist gesprungen, weil es keinen Schmerz mehr zu halten gibt.« Sie schloss kurz die Augen. In ihrer eigenen Brust kein dramatisches Zerbrechen, nur ein kleines Nachgeben, ein erstes, vorsichtiges Auftauen. Nicht Liebe, noch nicht, vielleicht nie ganz so, wie man es in Geschichten beschrieb, aber etwas Echtes, etwas, das begonnen hatte zu wachsen. Sie öffnete die Augen. Vor ihnen lag eine weite, helle Ebene und am Horizont, noch weit aber sichtbar, die Türme eines Schlosses. Sie betrachtete sie einen langen Moment. »Wie ist es?« fragte sie. »Dein Reich?« Er dachte nach. Eine ehrliche Pause. »Mir fremd geworden, glaube ich. 3 Jahre verändern einen Ort.« Er sah aus dem Fenster. »Oder sie verändern einen selbst. Und der Ort bleibt derselbe. Ich kenne es gar nicht.« »Nein!« Er sah sie an.
Wir werden es zusammen neu kennenlernen. Zusammen. Das Wort hatte sie verfolgt, seit er es zum ersten Mal ausgesprochen hatte. Wie eine Kette, wie eine Pflicht. Jetzt klang es anders. Ja, sagte sie, zusammen. Der Wagen rollte weiter. Heinrich stand hinten, aufrecht und leicht, als trage er kein Gewicht mehr. Die Pferde liefen ruhig, die Sonne stand hoch. Die Prinzessin lehnte sich ein kleines Stück zurück, ließ das Licht auf ihr Gesicht fallen, und diesmal störte es sie nicht, angesehen zu werden. Sie fuhr einem unbekannten Reich entgegen, und zum ersten Mal seit langem wollte sie wissen, was dort auf sie wartete. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören.